Liebe Zuschauer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen beim Gastredner Udo Gast. Und ich habe heute einen besonderen Gast, über den ich mich sehr freue, meinen lieben Kollegen, Keynote-Speaker Dr. Frank Hagenow. Hier direkt aus der Nähe. Er ist Experte. Experte für Psychologie, für Psychotricks. Und er ist nicht nur Business Coach und Keynote Speaker, nein, er hat ein vielfältiges Ausbildungsspektrum hinter sich mit Bereichen wie Tourismuswissenschaften und Schwerpunkt pädagogische Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Also Frank, du hast ein irre breites Spektrum an Ausbildung hinter dir. Aber jetzt bist du vornehmlich Keynote Speaker. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung, lieber Udo. Habe mich sehr gefreut, dass ich heute hier sein kann. Frank Hagenow ist einer der wenigen sogenannten CSPs. Jetzt werden Sie sich fragen, CSP, was ist denn das überhaupt? Das ist Englisch und steht für Certified Speaker Professional. Ja. Das ist so etwas wie ein internationales Diplom für Redner, kann man sagen. Ist das richtig, Frank? Also außerhalb der Branche kennt das keiner und innerhalb der Branche ist es sozusagen der Oscar, den du bekommst, wenn man das, was du tust, besonders gut findet. Dafür muss man mindestens 250 bezahlte Vorträge gehalten haben, möglichst sogar international, national würde reichen und man muss sich als Experte positioniert haben. Ist das richtig? Ja, das stimmt. Also das ist ja eine Auszeichnung, die der amerikanische Rednerverband, die National Speakers Association, vergibt. Und die wird vergeben für Eloquenz, für Entertainment, für Expertise und für Enterprise. Das sind sozusagen die 4 Bereiche, die du abdecken Kommt die noch für Emotionen dabei, ne? Möglicherweise, aber das ist so schwer zu messen. Das ist richtig. Ja. Das heißt also, wenn man auf der Bühne ist, und heute nennt man die Keynote-Speaker, weil sie die Schlüsselrede halten sozusagen, dann ist man nicht nur Wissensvermittler, sondern ist man auch Entertainer, richtig? Naja, das hat ja viel damit zu tun, wie wir lernen. Und wir lernen in der Regel eben über Emotionen. Wir lernen darüber, dass man uns persönlich anspricht, dass wir eingebunden werden, uns eingebunden fühlen und dann können wir gut lernen. Und Keynote-Speaker zeichnen sich eben dadurch aus, dass sie versuchen, möglichst dich auf unterschiedlichen Ebenen anzusprechen, mit einem professionellen Vortrag, mit einer professionellen Thematik. Und häufig klappt das, deshalb werden wir eben für Veranstaltungen gebucht, um das Publikum auf eine bestimmte Thematik einzustimmen oder wieder auszustimmen. Und das ist in der Regel das Arbeitsfeld von Keynote-Speakern. Worüber ich mich sehr gefreut habe, es war für mich eine große Ehre. Frank, du warst ja auf meiner ersten Lüneburger WM-Nacht. Ja. WM steht für Wissen, Musik und Motivation. Wir haben also ein neues Veranstaltungsformat ins Leben gerufen, in dem es nicht nur um die Wissensvermittlung geht und die Inspiration, sondern auch um den Unterhaltungswert mit 3 Music Acts. Und ich habe mich sehr gefreut, dass du als Experte dabei warst für dein Thema. Das war eine sehr gute und gelungene Veranstaltung. Wie hat es dir gefallen? Ja, ich fand es total nett und wir haben uns vorhin ja schon drüber unterhalten. Die Veranstaltung ging ja bis in die Nacht hinein, bis, weiß ich nicht, 0 Uhr. Eigentlich 6 Stunden. Waren, glaube ich, nur bis 23:30 Uhr war geplant, aber bis 0 Uhr ist es dann gegangen. Und die meisten sind geblieben bis zum Ende. Also das heißt, wir können nicht so viel falsch gemacht haben. Du hast da ja ein großes Rad gedreht und ganz viel Zeit und Energie und ja auch Finanzen investiert. Und insofern bin ich total froh, dass das so ein Erfolg geworden ist. Und das habe ich gerne gemacht. Und dein Thema, über das du gesprochen hast, war Führen ohne Psychotricks. Und dafür hast du nicht nur ein Buch geschrieben, da kommen wir gleich noch drauf, aber wer ist deine Zielgruppe, mit denen du bei diesem Thema auftrittst? Ja, also wie du schon sagst, es geht um Führen, aber Führen eben im weitesten Sinne, also Führungskräfte, aber eben auch Projektleiter, die Führungsverantwortung haben und die darauf aus sind, wie kann ich möglichst Menschen an mich binden, wie kann ich die auch langfristig an mich binden und zwar eben ohne Tricks, sondern der Untertitel meines Buches, du hast es ja erwähnt, heißt ja mit Anstand und Ethik Menschen gewinnen und da geht es eben darum, mit einer langfristigen Perspektive vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen. Liebe Zuschauer, ich habe es hier.
Ich habe es hier, das Buch Führen ohne Psychotricks. Und da gibt es so ein Sinnbild, das ist ein Knoten. Jetzt bin ich mal ganz gespannt, was uns denn dieser Knoten sagen will, Franz. Da wirst du bestimmt etwas zu erzählen können. Naja, also ich finde, das ist eine gelungene Titelgestaltung vom Gabal Verlag. Und das Buch hat viele Anlehnungen an die Seefahrt. Ich bin ja Hanseat, ich komme aus Hamburg, das hört man meistens auch. Und ich habe versucht, dort ganz viele Parallelen auch in die Seefahrt hineinzubringen. Dafür bietet sich Führung an. Also der Kapitän, der mit seiner Mannschaft auf einem Kurs ist, der versucht, irgendein Ziel zu erreichen, der versucht, einen Eisberg zu umschiffen und so weiter. Gibt es also ganz, ganz viele Parallelen und insofern hat man diesen Knoten da genommen. Aber man kann ihn natürlich auch ganz, ganz bewusst als Knoten nehmen, der möglicherweise die Kommunikation, den Kontakt verhindert und den es gilt aufzulösen. Also da stecken viele, viele Fantasien auch drin. Was mir sofort in den Sinn kam, als ich das Cover gesehen habe mit diesem Knoten, war das eine, was man sagt, an einem Strang zu ziehen. Genau. Es sind ja zwei Seilenden, die miteinander verflochten sind. Und diejenigen, die sich ein bisschen damit auskennen, die wissen, dass das ein Knoten ist, der sich selbst zusammenzieht. Ja. Der kann nicht aufgehen. Das heißt, wenn beide an beiden Seiten ziehen, dann wird der Knoten immer fester. Ja. Und das kann ja auch die Partnerschaft sein, die man in einem Unternehmen hat, an einem Strang ziehen. Aber es kann auch der Knoten sein, den es gilt zu lösen, wenn sich ein Konflikt beispielsweise festgefahren hat. Also ein wunderbares Sinnbild, das ich hier gesehen habe. Ja. In deinem Buch fängst du bei Adam und Eva an. Ja, das Wie stimmt. kommt das? Erzähl doch mal darüber. Ja, das stimmt. Weil ich mir überlegt habe, wie fing das eigentlich an mit den Psychotricks? Wie fing das an mit Manipulation? Wie fing das an mit Verführung? Und da bin ich bei Adam und Eva gelandet. Und diese Geschichte finde ich sehr bezeichnend, weil in unserer abendländischen Kultur geht am Anfang sozusagen schon die Verführung los. Und also am Anfang erschuf Gott Himmel und Erde und der Teufel den Psychotrick. Ja? Und damit sind wir in Wirklichkeit seit Anbeginn der Menschheit konfrontiert. Und mein Credo ist nicht zu sagen, wir müssen das versuchen auszumerzen und loswerden. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, weil es zu unserer menschlichen Natur dazugehört. Aber es ist natürlich total gut zu wissen, dass wir alle verführbar sind, zu wissen, an welchen Stellen wir verführbar sind, um dann möglicherweise auch nochmal einen Moment innezuhalten und sich selber zu fragen, ja, muss ich denn jetzt wirklich in jeden dahergerollten Apfel hineinbeißen? Okay. Oder warte ich einfach mal einen Moment und überlege, was könnten die langfristigen Folgen sein? Also wer hat denn jetzt den ersten Psychotrick angewandt? War das Adam oder war das Eva? Also in Wirklichkeit war es ja in der Bibel die Schlange, die Eva verführt hat, in die Frucht vom Baum der Erkenntnis hineinzubeißen. Und das war sozusagen der Prototyp des Psychotricks. Was verstehst du unter Psychotricks? Wie kannst du das näher erläutern und Beispiele dafür? Also für mich ist ein Psychotrick immer das, was ich anwende, um dich für irgendetwas zu gewinnen, was ich persönlich möchte. Okay. Und der Trick ist oftmals der, dass ich das aber nicht ganz, ganz deutlich und transparent mache, sondern ich versuche von hinten durch die Brust ins Auge, versuche ich dich zu manipulieren. Also die Manipulation, der Versuch, dich vielleicht auch ein Stück weit über den Tisch zu ziehen, dich für mich einzubinden und ich habe meinen eigenen Vorteil dabei im Auge. Und der Trick ist oftmals eben, du weißt es erst hinterher, dass du manipuliert wurdest. Und ich wusste es aber schon vorher. Und es gibt also viele, viele Bereiche in Firmen oder in Unternehmungen, wo zum Beispiel mit Belohnungen oder mit Sanktionen gearbeitet wird. Ich biete dir an, wenn du das und das für mich in die Wege leitest, dann bist du der Nächste auf der Gehaltserhöhungsliste oder wirst promotet oder kriegst die nächste Position. Und ich weiß aber,
selbst wenn du das Ziel erreichst, dann wirst du das, was ich dir jetzt hier verspreche, nicht bekommen, weil es nur dazu dient, dich jetzt im Moment erst einmal geschmeidig für mich auf Spur zu bringen. Einer der wesentlichsten Psychotricks, denen wir ja ständig unterliegen, ist in der Werbung. In der Werbung, das spielen wir mit dem Psychotrick der Angst. Zum Beispiel, ja. Nicht? Also es gibt zum Beispiel eine Zeckenzeitung. Ich weiß nicht, kennst du die Zeckenzeitung? Nein. Die Zeckenzeitung wurde einzig und allein dafür geschaffen, um dir zu sagen, oh, du könntest von einer Zecke gebissen werden. Das ist verdammt gefährlich. Passiert aber ganz selten. Aber es gibt extra eine Zeitung dafür und die sagt dir, wie schlimm das eigentlich wäre und was du tun solltest. Liegt natürlich in Apotheken aus, das ist ja ganz klar. Ja. Der Nutzen ist logischerweise... Du sollst dich impfen lassen. Du sollst dich impfen lassen beispielsweise. Ja. Und das Geschäft mit der Angst wenden Versicherungen ja auch an. Das ist ja auch ein Psychotrick, kann man das so sagen. Genau. Also, sagen wir es mal so. Die Wahrscheinlichkeit, dass du jetzt sagen wir mal, alle diese negativen Folgen hast, die ist relativ gering. Ja. Wobei es natürlich durchaus Sinn macht, sich in bestimmten Gebieten gegen FSME, also diese Zeckenschutzimpfung, impfen zu lassen. Genauso wie es sinnvoll sein kann, sich gegen bestimmte Risiken zu versichern. Interessant wird es dann, wenn ich das Gefühl habe, ich kann eigentlich gar nicht mehr aus dem Haus treten, ohne dass ich mich gegen alle möglichen Risiken abgesichert haben muss. Und Erich Kästner hat mal gesagt, Leben ist immer lebensgefährlich. Also es kann immer irgendwas passieren und wir unterliegen dem normalen Lebensrisiko, dass wir am Ende wahrscheinlich sowieso nicht heil hier rauskommen. Und deshalb werden wir uns bis dahin versuchen, möglichst gegen alles abzusichern. Und natürlich geht es dann auch um wirtschaftliche Interessen, die dann Versicherungen oder andere Konzerne, die da irgendetwas verkaufen möchten, für sich nutzen. Manchmal sind uns diese Tricks ja gar nicht so offensichtlich und bewusst. Du schreibst in deinem Buch etwas über einen glänzenden Fußboden. Ja. Was ist das denn? Ja, das ist ein Beispiel, wie zum Beispiel Supermärkte mit Psychotricks arbeiten. Ja. Also du hast ja Werbung angesprochen. Das fängt ja damit schon an, dass du, wenn du in einen Supermarkt hineingehst, man versucht, dich möglichst lange dort in diesem Supermarkt zu halten. Man gibt dir einen riesengroßen Einkaufstrolley, der dir suggeriert, hier ist noch gar nicht so richtig was drin. Hast du wirklich alles, was du brauchst? Oder nimmst du nicht vielleicht doch noch ein bisschen mehr mit? Man versucht dir mit guten Angeboten zu kommen. Kauf doch lieber 3, dann zahlst du nur für 2. Obwohl du vielleicht eigentlich nur 1 gebraucht hast. Und eine Möglichkeit, wie manche Supermärkte arbeiten, ist, dass sie einen Fußboden wählen, eine Fliese wählen, die anmutet, dass sie nass sei. Die ist gar nicht nass, sondern die glänzt nur so, als wäre sie nass. Und die Überlegung dahinter, ob das immer funktioniert, ist ja die nächste Frage, aber die Überlegung dahinter ist, wenn du dich über einen vermeintlich nassen Boden bewegst, dann bewegst du dich langsamer. Und dann wirst du dich längere Zeit in diesem Laden aufhalten, als du sonst tätest. Und das bedeutet, du hast einfach mehr Möglichkeiten oder der Laden hat mehr Möglichkeiten, dich für sich zu vereinnahmen, dir Dinge zu verkaufen. Also die Überlegung ist, je länger du dich im Laden aufhältst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dein Geld dort ausgibst. Kann es so einen glatten Fußboden auch im Unternehmen geben als Psychotrick? Ich denke jetzt zum Beispiel daran, dass man dir sagt, naja, also immer schön vorsichtig sein, immer das tun, was hier richtig ist für unser Unternehmen, sonst wissen wir nicht, was daraus werden kann. Kann es sowas auch geben? Also im weitesten Sinne, wenn du es bildlich anguckst, ja, natürlich. Also das ist ja in einem Bereich, wo Menschen, du hast die Angst angesprochen, wo Menschen in Angst leben, gar nicht so genau wissen. Ich habe ja verschiedene Führungskräftetypen beschrieben, wo Menschen gar nicht genau wissen, woran sie eigentlich sind. Cholerische Chefs, die dann ausrasten und du weißt nie genau, wo die Bombe hochgeht und wen es gerade trifft. In so einem Klima der Angst zu leben, das kostet viel Energie. Und natürlich gibt es das, weil manchmal Chefs oder Unternehmen glauben, sie müssen ihre Mitarbeiter irgendwie mit Angst bei der Stange halten.
und probieren dann eben da Druck zu machen oder Angst zu verbreiten. Du hast von unterschiedlichen Führungstypen, Persönlichkeit, kannst du das noch mal etwas erläutern und was das, wenden die unterschiedliche Psychotricks an? Gibt es welche, die gar keine brauchen? Was hat das mit den Führungstypen zu tun? Ich erlebe das oftmals, wenn ich im Coaching bin und dann kommt es ja häufig auch auf das Thema Psychotricks und das Buch und meine Keynote und so weiter. Und da erlebe ich ganz oft zweierlei, nämlich das eine ist, dass Führungskräfte sagen, schöner Versuch, aber so funktioniert das draußen nicht. Du musst manipulieren, damit du deine Ziele erreichst. Du musst die Mitarbeiter, denen musst du irgendwie Druck machen, damit die das tun, was du willst und so weiter. Und es gibt aber auf der anderen Seite auch Führungskräfte oder Vorstände, die dann oftmals sagen, ja, und genau das ist das, was wir brauchen. Wir brauchen eine Führungskultur, die geprägt ist von Ethik und Anstand. Wir sind auf der Suche, wie wir Führung auf Augenhöhe etablieren können, weil wir wissen, dass wir Mitarbeiter nur auf diese Art und Weise langfristig an uns binden, aber eben auch attraktiv werden für andere Mitarbeiter. Und das ist gerade für europäische Unternehmen im Moment ein großes Thema. Deutschland insbesondere, Fachkräftemangel, also attraktiv zu werden für Mitarbeiter, die richtigen Mitarbeiter zu finden, ist etwas, was für viele Unternehmen schon eine große Herausforderung ist. Aber sie dann zu halten und dafür zu sorgen, dass sie nicht von einer Führungskraft vergrault werden, ist die nächste große Herausforderung. Weil was zu beobachten ist, dass Menschen zu Unternehmen kommen, weil sie die Unternehmen interessant und attraktiv finden. Wenn sie gehen, dann verlassen sie aber häufig bestimmte Führungskräfte. Also sie kommen zu Unternehmen, aber sie verlassen Führungskräfte. Und oftmals Führungskräfte, von denen sie sich nicht anständig behandelt fühlen. Das hat ja sehr viel mit meinem Thema zu tun, nämlich Verantwortung. Ich habe als Führungskraft Verantwortung dafür, dass der Mitarbeiter bleibt, wenn er denn wirklich zum Unternehmen gehören könnte, weil er die Kapazitäten hat, weil er die Fähigkeiten hat, weil er sich in das Unternehmen einbringt. Also Führungsverantwortung ist ein wichtiges Thema bei Anwendung von Psychotricks. Kann man sagen, dass Psychotricks nur sehr kurzfristig funktionieren oder ist das? Das hat ein bisschen damit zu tun, wie du aufgestellt bist und wie der Mitarbeiter auch aufgestellt ist. Also, wenn du in einem Klima arbeitest, in dem Angst, sagen wir mal, ein Thema ist, dann werden dich langfristig die Mitarbeiter verlassen, die woanders für sich noch eine Perspektive sehen. Die Mitarbeiter, die sagen, ich muss eigentlich froh sein, dass ich zumindest diesen Job hier habe, weil woanders finde ich überhaupt nichts. Ich nenne das immer so den Bodensatz der Festanstellung. Ja. Also Menschen, die dann das Gefühl haben, ja, wenn ich hier weggehe, dann finde ich nie wieder irgendwas. Die sind bereit, da zu bleiben und alle anderen gehen weg. Und das führt oftmals zu so einer Erosion. Ja? Der da weggeht, der nimmt häufig die ganze Entourage dann irgendwann mit. Sein Teamleiter oder sein Assistenz bis hin zum Chauffeur, die kommen dann alle mit. Die guten Leute wandern mit ab. Und die, mit denen man sowieso Schwierigkeiten hatte, die bleiben dann in dem Unternehmen. Und insofern hat das natürlich schon viel mit Verantwortung zu tun, absolut. Also letztendlich hat man nichts damit gewonnen, wenn man diese Psychotricks anwendet. Dann bleibt nur der Bodensatz der Mitarbeiter, die man ohnehin vielleicht nicht gerne haben möchte. Professor Knobloch unterteilt hier in A, B, C-Mitarbeiter, also die, die ohnehin schon vielleicht nach Gallup-Studien gekündigt haben innerlich, die bleiben dann und die anderen kannst du nicht halten. Du vergleichst an einer Stelle auch die Psychotricks ein bisschen mit Zaubertricks von den Magiern lernen. Was ist da darunter zu verstehen? Ja, also du weißt ja, ich bin ein großer Freund von Zauberei und ab und zu baue ich auch den einen oder anderen kleinen Zaubertrick in meine Vorträge ein, weil Zaubertricks finde ich ein schönes Beispiel. Die funktionieren, das sind ja alles Illusionen und die funktionieren in der Regel, weil das Publikum noch nicht informiert ist. Die wissen noch nicht, was worauf das hinausläuft. Die wissen noch nicht so genau, an welchen Stellen dann jetzt irgendwo die Manipulation stattfinden könnte. Und deshalb machen zum Beispiel Zauberer auch ganz oft einen Trick nur einmal bei einem Publikum. Und weil eben dieser Überraschungsmoment dann sonst verpufft ist und die Wahrscheinlichkeit, dass die dann draufkommen,
viel größer ist beim zweiten Mal. Deshalb ist so ein Prinzip, wenn der Trick das nicht ohnehin vorsieht, dann lieber nur einmal den Trick, obwohl Sie alle sagen, können wir es bitte nochmal sehen. Und das ist auch, im Unternehmen ist das auch so ein Kriterium, woran man merken kann, ob es ein Psychotrick ist oder nicht, weil der funktioniert meistens nur einmal. Also wenn ich dich jetzt dich über den Tisch ziehe mit irgendetwas, dann mag mir das vielleicht gelingen, ich verkaufe dir irgendetwas, was du vielleicht gar nicht brauchst oder wo du dir viel mehr davon versprochen hast. Und am Ende stellst du fest, das war eine reine Luftnummer. Ja. Und du bist mir einfach auf den Leim gegangen, ich habe dir irgendwas versprochen, was du geglaubt hast und jetzt bist du aber schlauer hinterher. Dann werde ich dich mit dieser selben Methode mit Sicherheit nicht nochmal bekommen. Okay. Ja? Und das heißt also, wenn ich wirklich auf den kurzfristigen Erfolg aus bin, dann kann das manchmal funktionieren. Will ich langfristig mit dir ins Geschäft kommen, will ich Vertrauen aufbauen, dann führt das natürlich völlig in die Sackgasse, weil in dem Moment, wo du von mir enttäuscht bist, wo du das Gefühl hast, ich habe dich in irgendeiner Form betrogen, manipuliert, ausgenutzt, missbraucht, also alle diese Geschichten, ist dein Vertrauen hin und ich werde große Schwierigkeiten haben, dich davon zu überzeugen, dass ich es beim nächsten Mal dann wirklich ehrlich mit dir meine. Das ist ja so, wie leider noch manche Verkäufer agieren, den Kunden anhauen, umhauen und dann abhauen. Genau. Ne? Genau. Und dann hat man verbrannte Erde hinterlassen. Glücklicherweise gibt es dann noch ganz viele andere Kunden, bei denen man das genauso durchführen kann. Aber für langfristige Partnerschaften ist das nicht geeignet. Du sagst ja an einer Stelle in deinem Buch, dass Vertrauen die Grundlage für die Existenz im Unternehmen ist und für eine langfristige Partnerschaft ist, richtig? Ja, und das ist kulturell übergreifend. Das ist in jedem Bereich so, selbst wenn ich dir nur eine Tüte Pommes abkaufen möchte. Das tue ich nur, wenn ich Vertrauen in dich habe und in dein Produkt. Ja. Und es ist eben immer so, dass nicht Unternehmen miteinander Geschäfte machen, sondern es sind Menschen, die miteinander im Kontakt sind und Geschäfte machen. Und da spielt Vertrauen eine unendlich große Rolle. Und da du ja Zaubertricks anwendest, dann kann man sich bei deiner Keynote auch darauf freuen, dass da ein bisschen magische Illusion dabei ist. Ist das richtig? Absolut. Ah, Absolut. Prima. Und einige der Begriffe, die vielleicht ein bisschen magisch anmuten, also nicht für den psychologisch Vorgebildeten, sind so Themen, die anwendest wie Ironie und Reframing. Was haben wir denn darunter zu verstehen im Bereich mit Psychotricks und diesen Dingen? Ja, also das sind ja Bereiche, wo man sagen würde, ja, jetzt steigen wir schon sehr, sehr weit ein, wenn ich mit Ironie arbeite. Ja. Ich sage zum Beispiel zu dir, auf dich habe ich ja gerade noch gewartet. Ja. Dann würde man sagen, okay, wenn man den Satz jetzt wirklich einfach nur so für sich nimmt, auf dich habe ich gerade nur gewartet, dann hieße das sowas wie, oh, schön, dass du da bist. Ja. Wunderbar, ich warte hier schon lange auf dich und jetzt bist du endlich da, jetzt geht irgendwie mir das Herz auf. Weil gemeint ist aber eigentlich genau das Gegenteil, weil gemeint ist damit wie, auf dich kann ich auch gut verzichten. Ja. So. Und das ist halt das Problem bei Ironie, dass das immer sehr doppeldeutig ist und immer davon ausgeht, dass du auch verstehst, was ich denn wohl meine damit. Ja? Du könntest natürlich auch sagen, oh, das ist ja schön, ja, jetzt bin ich da, schön, dass du auf mich gewartet hast. Ja? Dann hast du meine Ironie in dem Moment nicht verstanden. Und Reframing bedeutet, also von Frame, Rahmen im Englischen, bedeutet Dinge wieder in einen anderen Rahmen zu stellen und zu sagen, okay, ich nehme etwas wahr, das ist in meinem Rahmen vielleicht dann die Ironie oder irgendeine Wahrnehmung, die ich habe. Vielleicht einen Trick, den ich wahrnehme. Ich könnte es aber auch in einen anderen Rahmen stellen und sagen, okay, vielleicht ist das gar nicht als Trick gemeint, vielleicht ist das ein aufrichtiger Versuch, mit mir in irgendeiner Form ins Gespräch zu kommen. Und dann bin ich vielleicht nicht so misstrauisch, wie ich es anderweitig wäre. Also insofern hat das viel mit der Psychologie zu tun, wie wir Dinge bewerten, wie wir Dinge hören, wie wir Dinge auswerten für uns
und wie wir glauben, darauf reagieren zu müssen. Also in deinem Buch spürt man die ganze Kompetenz eines Psychologen. Ach, Ich bin auf Begriffe gestoßen, die ich natürlich kenne von der Psychotherapie: Übertragung, Projektion und Halo-Effekt. Ja. Das könnten vielleicht Dinge, wie vielleicht kurz mit ein, zwei Sätzen, was verstehen wir darunter? Ich greife mal den Halo-Effekt raus. Der Halo kommt ja von Heiligenschein. Von Heiligenschein? Ja, der Halo ist sozusagen der Heiligenschein oder der Schein, der dich umgibt. Und dieser Effekt heißt, wenn ich eine Kompetenz bei dir wahrnehme, also zum Beispiel, du bist ein begnadeter Schauspieler, ja, zum Beispiel, dann kann das sein, dass ich aus dieser Kompetenz heraus den auch auf andere Bereiche übertrage und glaube, dass du auch vielleicht ein kompetenter Politiker sein könntest. So, ja, verstehe ich. Oder was man oftmals verbindet, ist, wenn Menschen physisch attraktiv sind, gut aussehende Menschen, Models zum Beispiel, da ist man immer ein bisschen irritiert, wenn die vielleicht ein bisschen wenig Intelligenz so wenn die den Mund aufmachen, wolltest du sagen. Ja, also kann passieren, dass man denkt, okay. Boris Becker, ja, in seinen ersten Interviews, wo der das so kultiviert hat, ja, aber der Mensch muss eigentlich auch nur Tennis spielen können. Ganz genau, und der muss jetzt nicht noch sehr eloquent reden können. Aber wir glauben ganz oft, weil wir diese eine Kompetenz wahrnehmen, dass das auf andere abstrahlt sozusagen. Ich habe viel mit Zahnärzten zusammengearbeitet, habe ja da über das Thema auch promoviert. Und da gibt es so einen Effekt, dass Zahnärzte, die besonders geschult im zwischenmenschlichen Kontakt sind, also die eine hohe soziale Kompetenz haben, die werden von ihren Patienten auch als fachlich sehr, sehr versiert eingeschätzt. Obwohl die fachliche Kompetenz und die soziale Kompetenz, die haben erstmal so miteinander nichts zu tun. Also wir haben zum Beispiel mit Zahnärzten habe ich gearbeitet, um die in ihre Gesprächsführung zu schulen. Die haben hinterher genauso gut oder schlecht gebohrt, wie sie vorher gebohrt haben, wurden aber von ihren Patienten als viel fachlich kompetenter eingeschätzt hinterher. Das ist auch so dieser Halo-Effekt, der dort einsetzt. Du sagst ja in deinem Buch, dass sich manche zerstörerische Psychotricks vermeiden lassen, wenn wir etwas anderes einflechten, und zwar eine konstruktive Konflikt- und Fehlerkultur. Was ist denn damit gemeint? Du hast ja vorhin von Angst gesprochen. Ja. Wenn ich in der Angst lebe, ich darf hier keine Fehler machen, dann werde ich, weil mir Fehler ja passieren, das ist ja etwas, was zu unserem Menschsein dazugehört, dann werde ich viel Energie dorthin verwenden, zu schauen, wie sichere ich mich gegen Fehler ab. Oder, wenn sie denn entstehen, entweder vermeide ich sie, also ich vermeide auch ein Risiko, weil ich ja nichts falsch machen will. Und wenn sie entstehen, dann versuche ich, sie möglichst von mir aber wieder wegzubekommen. Also dann habe ich nicht den Fehler gemacht, sondern du, weil du mich informiert hast. Oder die anderen sind immer schuld. Also dann sind die anderen schuld. Aber das hat etwas damit zu tun, dass ich mich selber schütze. Ich habe Sorge, dass ich, wenn ich jetzt für diesen Fehler verantwortlich gemacht werde, dann Nachteile zu befürchten habe. Und deshalb versuche ich das fernzuhalten. Das bedeutet aber eben, dass ganz viele positive Energien, die eigentlich genutzt werden könnten, um das Unternehmen voranzubringen, um innovative Ideen auf den Weg zu bringen, dass die gar nicht erst ins Laufen kommen, weil man vorher schon so den inneren Sensor mitlaufen hat. Und wenn es gelingt, und das ist etwas, was sich wirklich über eine längere Zeit erst etabliert, wenn es gelingt zu sagen, okay, ich darf hier gerne scheitern und das kostet nicht meinen Kopf und ist vielleicht sogar gewünscht, weil es uns vor Schlimmerem bewahrt, dann werde ich dort mit einer ganz anderen Energie reingehen. Und insofern hat das viel mit der Fehlerkultur, die im Unternehmen auch tatsächlich gelebt wird. Also das eine ist ja, dass oftmals sowas gesagt wird wie, wunderbar, wir sind offen für alle Ideen und natürlich dürfen sie auch mal was falsch machen und so. Aber die gelebte Kultur ist dann eher eine andere. Und Gnade dir Gott. Wehe, dir passiert irgendwas, dann bist du hier der Depp, du stehst am Pranger und das kannst du dir nur einmal oder zweimal erlauben, aber dann bist du hier unten durch.
Wir haben es sehr schön gesehen in der Abgasdiskussion mit der Manipulation. Da waren immer die anderen schuld. Also diejenigen, die Verantwortung tragen müssten, die an vorderster Front stehen, haben gesagt, also ich habe es ja nicht gewusst. Es tut mir leid, also ich kann ja gar nicht dafür verantwortlich sein. Also die Scheu davor, wirklich Verantwortung zu übernehmen in der gesamten Konsequenz. Und wenn man das vorher gelebt hätte, Fehlerkorrektur, dann hätte ja möglicherweise das ganz anders ausgehen. Und dann hätte man jemanden darauf aufmerksam machen können und sagen, nein, hier muss es anders laufen. Ich glaube, dass der Umgang mit Menschen, die soziale Kompetenz, eine der wesentlichsten Erfolgsfaktoren in Unternehmen ist. Kann man das so sagen, auch künftig? Absolut. Denn wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, Führung bedeutet im Wesentlichen Beziehungsmanagement. Und es geht auch in der Zukunft, wird es immer weiter darum gehen zu schauen, fühle ich mich irgendwo als Mensch abgeholt, gewertschätzt, wahrgenommen mit dem, was ich dort tue, was ich leiste, dann bin ich auch bereit, mich einzubringen. Und wenn ich das nicht erlebe, dann komme ich vielleicht noch, um mein Gehalt abzuholen, solange ich keine anderen Möglichkeiten habe. Aber ich werde mit Sicherheit nicht für das Unternehmen brennen und ich werde sicherlich auch nicht 100% meiner Fähigkeit dort einbringen, sondern eben eher so auf Sparflamme dort fahren. Du bist ja auf internationalen Bühnen unterwegs. Demnächst in Singapur wieder, im asiatischen Raum sehr viel. Ist die Führungskultur eine ganz andere? Verzichtet man dort auf Psychotricks oder wie ist das dort im internationalen Sichtfeld? Wenn du in den asiatischen Bereich guckst, zum Beispiel guckst du nach Indien oder auch nach China, dort ist nicht so sehr das Problem, dass es nicht genügend Menschen gibt, die irgendetwas tun würden. Und ich mache jetzt mal ein plakatives Beispiel. Selbst wenn du nur in Anführungszeichen einen Tellerwäscher brauchst für dein Restaurant und es 50 dort gibt, die diesen Job machen könnten, dann brauchst du aber trotzdem mehr Zeit und Energie, immer wieder jemanden Neuen zu finden und den anzulernen, als wenn du jemanden hättest, der auch diesen Job macht, aber auf den du dich verlassen kannst, der zuverlässig kommt, der genau weiß, was er tun muss und der das Unternehmen kennt. Da bist du viel besser aufgestellt, als wenn du dir dauernd jemanden Neuen suchst, auch wenn es den da draußen gibt. Und das ist etwas, was sich ein Stück weit von europäischen Märkten im Moment unterscheidet. Aber dieses Bewusstsein, wir brauchen eine andere Art von Führung, wenn wir im internationalen Wettbewerb dauerhaft erfolgreich sein wollen, das findest du dort auch. Was können deutsche Unternehmen von anderen Unternehmen lernen im asiatischen Bereich und umgekehrt zum Thema Führung? Tja, was können die lernen? Ich glaube, es hängt im Wesentlichen davon ab, sich wieder auf das Thema Beziehung zu konzentrieren und zu sagen, uns ist die Beziehung zu unseren Mitarbeitern, zu unseren Kunden, zu unseren Lieferanten, steht im Vordergrund. Und da legen wir den Fokus drauf. Und da können, glaube ich, beide Unternehmenskulturen und beide Regionen immer auch voneinander lernen, wie macht das eine Unternehmen das und wie macht das andere Unternehmen das. Aber wenn du es runterbrichst auf die Quintessenz, dann ist es immer das Thema, wie gestalte ich die Beziehung, die persönliche Beziehung. Persönliche Beziehung, wichtiges Stichwort. Hast du vielleicht so 1, 2, 3 praktische Tipps für Menschen, die in Führungsverantwortung stehen, um dieses Thema Psychotricks zu vermeiden? Was kann man tun, ganz konkret? Also der erste Tipp ist immer zu schauen, wir sind wieder bei Adam und Eva, was ist der momentane Gewinn, den ich erwarte oder der momentane Impuls und was ist möglicherweise der langfristige Effekt, häufig negative Effekt. Und wenn es gelingt und auch erlaubt ist, das muss ja auch von oben mitgetragen werden, wenn es erlaubt ist zu sagen, ich investiere langfristig in die Beziehung, dann gelingt es mir eher, auf irgendeinen kurzfristigen Psychotrick zu verzichten. Manchen ist damit schon geholfen, wenn sie nur den nächsten Monats- oder Jahresabschluss hinkriegen, wenn sie nur mal eben das nächste Produkt irgendwie in den Markt bekommen. Aber oftmals bist du wesentlich erfolgreicher und
langfristig erfolgreicher, wenn es dir gelingt, diesem ersten Impuls zu widerstehen. Da schließt sich so die Frage an, ja, die Herausforderungen der Zukunft. Wir sind ja in einem ständigen Wandel mit Digitalisierung und vielen, vielen Formen, denen wir uns gegenüber sehen. Wo siehst du die künftigen Herausforderungen in Bezug auf Führung für Unternehmen, für Führungspersönlichkeiten? Ich glaube nach wie vor, dass bei aller Digitalisierung, bei allem, was wir im Moment mit künstlicher Intelligenz zu tun haben und zu tun bekommen werden, der Mensch immer noch analog tickt und das auch sicherlich die nächsten 1000 Jahre noch ticken wird, weil wir das auch schon aus der Vergangenheit mitbringen. Wir sind ja im Moment mit einer Technologie konfrontiert, mit der wir als Menschheit das erste Mal überhaupt in Kontakt kommen. Vor 100 Jahren oder vielleicht vor 150 Jahren waren viele Dinge noch völlig undenkbar. Und dieses exponentielle Entwickeln nimmt oftmals den Menschen nicht mit, sondern da geht es dann nur darum, was ist technisch möglich, was ist vielleicht auch technisch sinnvoll, aber diese Verbindung zum Menschen hinzubehalten, wird, glaube ich, eine große Herausforderung sein. Du persönlich hast sicherlich noch Ziele, Visionen, in welche Richtung geht das, wo du noch mal irgendwann was machen möchtest, erreichen möchtest, deine nächsten Ziele, Schritte? Also ich freue mich sehr über die Resonanz zu dem Buch und zu diesem Thema. Ich glaube schon, dass es sehr, sehr viel Sinn macht. Ich bin ja vom Haus aus bin ich humanistischer Psychologe und ich glaube auch immer daran, dass Menschen das Gute in sich tragen, was nur noch entdeckt werden möchte und was in die Welt raus muss. Und ich glaube, dass es auch sinnvoll ist, an der Stelle weiterzuarbeiten. Also ein Stück weit die Welt ein bisschen besser zu machen in Bezug auf Beziehungen. Lieber Frank, wenn jetzt unsere Zuhörer, Zuschauer sagen, also das fand ich so toll, so prima und dieses Buch, das ist so interessant, wo kann man mit dir Kontakt aufnehmen, wo findet man dich im Internet, was ist der einfachste Weg zu dir und zu deiner Expertise? Ach, wenn man meinen Namen googelt, glaube ich, kriegt man mich schon hin irgendwo. Es gibt eine Website und irgendwo im Internet den Namen einzugeben. Dr. Frank Hagenow, das reicht. Das reicht. Es gibt einen YouTube-Channel, es gibt eine Website, die ist auf Deutsch oder auf Englisch. Man findet mich über den Verlag. Also die Wege sind vielseitig und der Name reicht in der Regel. Da sind wir wieder bei Adam und Eva, die Wege des Herrn zu Herrn. Dr. Frank Hagenow sind unerfindlich und vielfältig. Wunderbar gesagt. Wunderbar. Lieber Frank, ich danke sehr für dieses wunderbare Interview, für deine Kompetenz, die du ausstrahlst mit jedem Satz, den du hier sprichst. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Vielen Dank beim Gastreden, lieber Frank Hagenow. Das hat mich sehr gefreut. Dankeschön. Dankeschön. Prima.